Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 1, 2 oder 3. Heute zum Thema Delfinbeinbewegung. Was glaubt ihr? Von wo kommt der Delfinbeinschlag? 1 aus dem Kniegelenk, 2 aus dem Hüftgelenk oder 3 ganz woanders her? 1, 2 oder vielleicht 3. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial zum Thema Delfinbeinbewegung in der Tauchphase. Dazu benutze ich immer gern das Bild des Sekundenklebers. Und was wir noch dazu brauchen, ist ein Brustbein. Sowas hier. Wir nehmen einfach den Sekundenkleber drauf. Und um den Delfinbeinschlag zu erklären, kleben wir dann unseren Brust. Um dann den Delfinbeinschlag zu erklären, packen wir einfach unseren Finger auf das Brustbein. Warte nochmal. Warte mal kurz. Auch heute starten wir wieder mit einem kleinen Einblick in die Physik. Oder anders ausgedrückt, warum knallt die Peitsche? Es geht genauer gesagt um das biomechanische Prinzip der Koordination von Teilimpulsen. Ich habe eben schon gesagt, es geht um diesen Peitscheneffekt. Der Peitscheneffekt bedeutet, mit einer kleinen Auftaktbewegung setzt sich die Bewegung immer weiter fort, dass am Peitschenende plötzlich Schallgeschwindigkeit entsteht und das Ende der Peitsche die Schallmauer durchbricht. Das kriegen wir nicht ganz hin bei der Delfinbeinbewegung, aber das Grundsätzliche sollten wir dabei berücksichtigen. Deswegen setzen wir den Ursprung des Delfinbeinschlags in den Bereich des Brustbeins. Max geht's wieder gut, das Blut ist abgeleckt. Wollt ihr eigentlich, dass ich so einen Quatsch mache oder nicht? Also, der Bereich des Brustbeins ist der, den wir uns heute anschauen. Genauso, wo die Hand an die Peitsche greift, ist für uns der Ursprung jetzt im Bereich des Brustkorbs oder des Brustbeins gelegt. Was ihr also lernen müsst, ist, dass ihr euer Brustbein 5 cm vorschiebt, 10 cm zurückschiebt, dann wieder 10 cm vor, wieder 10 cm zurück. Und wenn ihr nicht eingreift in den Ablauf, bewegt sich eure Hüfte mit einer größeren Amplitude, das nennt man Reichweite. Und das setzt sich wiederum über das Kniegelenk, über das Sprunggelenk bis in die Fußzehen fort. Und ihr kommt mit minimalem Aufwand sehr, sehr, sehr schnell vorwärts. Ihr verbraucht keine Energie. Das Ganze sieht sehr harmonisch aus und ist eine schöne Delfinbeinbewegung. Vielen Dank an deinen Kommentar, Kratsch. Du hast gefragt, was kann man denn machen, damit nicht die Brille jedes Mal beim Eintauchen runterfällt. Wir haben den Start thematisiert und wir gehen heute zur Tauchphase über. Aber Kratsch hat natürlich völlig recht. Es gibt noch den Moment des Eintauchens, wo viele Schwimmer das Problem haben, dass die Brille runterrutscht. Die Lösung ist sehr einfach, aber auch das muss man häufig üben. Wenn ihr in das Wasser eintaucht, genau in dem Moment, wo der Kopf das Wasser durchbricht, kurz das Kinn auf die Brust nehmen, schnell wieder in die Streckung kommen. So ist die Brille geschützt, weil das Wasser den Kopf eben an der Stelle trifft. Zweitens, am Anfang empfehle ich immer mit Flossen den Delfinbeinschlag aus dem Brustbein zu üben. Denn je länger eure Peitsche ist, desto einfacher fällt es euch, den Delfinbeinschlag eben aus dem Brustbein über die Hüfte, übers Kniegelenk dann bis zum Flossenende durchzuführen. Tipp Nummer 3. Übt das Ganze in Zeitlupe. Bei meinen Schülern sage ich immer, das muss walisch aussehen. Wer Findet Nemo gesehen hat, weiß, was ich meine. In Zeitlupe habt ihr die Chance, tatsächlich eben genau dieses Spielchen Brustbein vor, Brustbein zurück in den einfachsten Möglichkeiten einfach auszuprobieren, wie es sich fortsetzt über Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Tipp Nummer 4. Wenn ihr weit tauchen wollt, ist das genau die Ausführung, die euch dazu
bringt, eben an die 50 Meter ranzutauchen, 75 Meter ranzutauchen und die ganz Verrückten schaffen vielleicht sogar 100 Meter damit, weil es keinen Energieaufwand bedeutet. Das Brustbein vor- und zurückschieben ist die einfachste Art und Weise, schnell durchs Wasser zu kommen, aber sehr, sehr kraftsparend. Wie immer hoffe ich, dass ihr das Gelernte nicht nur einfach euch anschaut, sondern dass ihr das auch übt. Also, learn, practice, repeat. Learn, practice, repeat ist leider der Tipp, den ich immer wieder allen Trainern, allen Eltern, allen Schülern oder allen Sportlern mitgeben muss. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ihr kennt das Spielchen. Drückt auf den Like-Button und bitte abonniert und schreibt mir Kommentare, wenn euch was interessiert. Vielen Dank. Ciao. 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Lopp, lopp, das heißt Stopp, nur noch einen Hopp, dann bleibt es dabei. Willst du bei diesem Spiel gewinnen, musst du viele Bälle bringen. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind frei. Lopp,